Yo Leute, was geht? Euer Raphi hier am Start und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenprojekt. Ich habe jetzt vor kurzem Assassin's Creed 4 Black Flag fertig gemacht und jetzt dachte ich mir jetzt mal Zeit für was anderes. Ein bisschen Variation schadet nie. Und es gab dieses Spiel, das Stanley Parable, wie ihr seht, was ich eigentlich schon seit Ewigkeiten auf dem Radar habe, aber noch nie wirklich Zeit hatte zu zocken. Und ich dachte mir, heute ist es endlich mal soweit. Ich spiele das Spiel. Ist ja perfekt, da ich endlich mal mit Assassin's Creed fertig bin. Ich würde sagen, ohne weiter hier rumzudödeln, springen wir gleich rein. Hier seht ihr übrigens ein Bild, in einem Bild, in einem Bild, in einem Bild. Und hier sehen wir sogar die FPS-Zahl von DX3. Sau krass, oder? Na gut, dann fangen wir an. Is never the end, is never the end, is never the end. Ja, also dieses Spiel ist mal ziemlich Brainfuck und ich liebe Brainfuck-Spiele, die sich so von den anderen normalen kommerziellen Spielen abheben. Also, das ist, glaube ich, perfekt für mich. Das ist halt Englisch, sorry dafür. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month. Stylisch mit einem Finger tippen. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Ja, also dieses Spiel ist, glaube ich, auch ein bisschen gesellschaftskritisch und das ist einfach nur mal so ein Grund, warum es mich nochmal mehr interessiert. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, also wie gesagt, dieses Spiel ist sehr witzig, finde ich. Also persönlich, ich habe schon ein paar Videos drüber gesehen und es ist halt absolutes Brainfuck, weil es einfach sau viele Möglichkeiten gibt und der Narrator hat einfach so eine geile Stimme und es ist alles so geil gemacht, also sau nice und ich glaube, es gibt auch keine deutsche Sprachausgabe, aber ich weiß auch nicht, ob es deutsche Untertitel gibt. Wenn ja, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Und ich finde, diese Serie wird wahrscheinlich sowieso davon leben, dass ihr Sachen in die Kommentare schreibt und ich das mache, weil das Spiel an sich ist nicht lange. Wenn man alles macht, was der Typ sagt, der Fuzzi, dann ist es relativ schnell vorbei, aber es gibt halt so viele Easter Eggs und kleine Sachen, die man variieren kann, damit man irgendwas anderes rausbekommt. Und das hätte ich halt gerne von euch dann gehabt, dass ihr halt, wenn ich irgendwas mache und ihr wollt, dass ich was anderes mache, schreibt es in die Kommentare und dann schaue ich, dass die nächsten Folgen immer so interaktiv mit euch sind, dass ich dann zum Beispiel, wenn einer sagt, geh links statt rechts, dann gehe ich halt nächstes Mal links und dann kommt vielleicht was anderes. Also da freue ich mich echt schon drauf und ich glaube, das wird eine echt geile Serie. Also nochmal danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir machen mal alles, was der Typ sagt. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Das ist also Employee 427. Okay, hier ist anscheinend nirgends irgendwer. Ja, was könnte es meinen? Vielleicht haben sie gerade Mittagspause. Und das Spiel schaut auch nicht schlecht aus, ich meine. Das stimmt allerdings. Okay, oh, schönes Bild. Das Spiel schaut auch echt schön aus, es ist auch nicht gerade teuer, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich im Humble Bundle dabei gehabt. Oder im Winter Sale habe ich mir glaube ich zugelegt. Also für ein paar Euro. Ist jedenfalls, ja, holenswert. Oh, da geht's raus. Ich will. Okay. Wir sollen in den Meeting Room. Wo ist denn der Meeting Room? Kann ich eigentlich irgendwie was machen? Ah, so mit Linksklick kann ich praktisch interagieren. Kann ich hier zumachen? Oho. Krass. Schade. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Oh, links oder rechts? Okay, dann mache ich das doch mal. Also wie gesagt, die erste Folge wird erstmal ganz standard normal durchgehen und dann, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich was anderes mache oder wenn ihr irgendwelche Ahnung habt von Easter Eggs, die so sind, schreibt es einfach in die Kommentare und ich mache das. Also ich glaube, das ist echt das, von dem das liegt. Und ich glaube, es gibt noch so ein Texture Pack, aber das mache ich noch nicht an in der ersten Folge. Da schaut alles extrem geil aus, also das kommt auch noch. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay.
Ich will zu meinem Boss gehen. Erstmal schauen wir uns hier ein bisschen um. Be quarterly post-review review. Work harder, hard worker. Using slides to assure, was? Everyone is unique, you most of all. Also, das ist eigentlich auch so geil, wie das Spiel einfach alles an der modernen Gesellschaft kritisiert. Also, to do synergize, core value expenditure shift, global market parade, keine Ahnung, monetize free to play. Und da sind Tipps gegeben, wie man nicht gefeuert wird. Aha. Also PowerPoint-Präsentationen sind ja immer gut im Unternehmen. Do not alter without consulting whiteboard manager. Meeting room, floor 4xx. Okay. Nice. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Trudel nicht allzu viel rum, sonst wird unser Boss vielleicht nicht zufrieden sein. Aber ich glaube, im Broom Closet gibt es auch noch was. Ist auch noch so ein kleines Easter Egg. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja, das mache ich auch. Kann ich hier rein? Ne. Hier? Oho. So, schön eingerichtet. Was ist das da? Executive Bathroom. Oh, verdammt. Executive wahrscheinlich, nicht Executive. Oh, ein PC. Kann ich anschalten? Ne, schade. Ich habe auch nicht irgendwie eine Minimaus oder so. Kann ich hier rein? Schade. Aber ich schätze mal, das hier ist der Boss Office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Ja, das stimmt Shocked, allerdings. unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. Ist aber nett, dass er es mir sagt. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ist einfach nur so geil, wie das alles moderiert wird. Also alles kommentiert, sagen wir mal so. Also, was war's 2845? Ups. Achso, ich muss ja hier draufklicken. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Ups. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code. Oh, so ein by Zufall aber sheer auch. luck. Woher konnte ich das bloß wissen, was der richtige Code ist? He stepped into the newly opened passageway. Der Fug. Okay. Aha. Kann ich nicht runterfallen? Geht's hier irgendwo hin? Ne, ist dunkel. Aha, da geht's nach unten. Oh mein Gott, Aufzüge sind immer schlecht. Da passiert immer irgendwas. Also wie gesagt, wir gehen jetzt mal den normalen Weg, aber dieses Spiel hat einfach so 1000 verschiedene Möglichkeiten, was man alles machen kann. Das ist echt krass. Also da kann man ein paar Folgen jedenfalls drin verbringen. Und ich freue mich jedenfalls schon. Also die Hauptstory ist natürlich bestimmt auch nice. Aber die Easter Eggs sind, glaube ich, das, was das Spiel eigentlich ausmacht. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Da fällt mir mal heraus, was mit unseren ganzen Arbeitern oder Coworkers passiert ist. Ganzen Mitarbeitern. Okay, der Fug. Was birgt das Stanley für walked straight Geheimnisse? ahead through the large door that read Mind Control Facility. Wow, Mind Control Facility. Escape. Nein, ich gehe in die Mind Control Facility. Wie gesagt, ich mache alles, was er mir sagt. Der Fug kann ich nicht durch. Ist dunkel hier, Alter. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Krass. Okay. Also, wie gesagt, hier ist echt viel Raum für Interpretationsmöglichkeiten, wie man es auf unser alltägliches Leben projizieren kann. Ah, hier. Surveillance. Kameras. Now the Oh mein monitors Gott. come to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Naja, NSA und so, ne? Eigentlich perfekter Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam. Okay, was haben wir hier? Lift nach oben.
This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Fired. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Das könnte natürlich sein. Gehen wir hier rein. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Das ist hier die Here Frage. was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Vielleicht werde ich das machen. Mache ich das doch gleich mal. Schalte ich dann die Controls aus. Mein Control. Status offline, online, Haus. Was ist das da? Reifen. Also das Spiel schaut auch echt schön aus, finde ich, dafür, dass es eigentlich, ich glaube, von ein paar Personen nur gemacht wurde. Also es ist eher so ein Indie-Projekt. Schauen wir uns jedenfalls erstmal ein bisschen um. Jetzt ebenfalls überall offline, das heißt, irgendwer hat das hier ausgeschalten. 5? Okay. Dann Mind Controls Idle Awaiting Input. Okay. Praktisch in Standby-Mode. Ist das da hier? Kann ich nicht lesen von hier. System Power. And when On at or off. last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Dann würde ich mal sagen, wir pressen off, oder? Power ausschalten. Nächstes Mal machen wir vielleicht dann an, wie gesagt. Man weiß nicht, was bei den anderen Möglichkeiten passiert. Oh mein Gott. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Oh mein Gott. Licht. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Was ist eine Türe? Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, Das ist but schön. happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he Lassen die das needed jetzt to echt know. raus? It was Oder passiert jetzt perhaps noch irgendwas? the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Vielleicht habe ich das gemacht. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ach, war ich das? Okay, das war anscheinend das normale Ende. Errungenschaft freigeschalten, beat the game. Ja, das war doch relativ einfach. Aber das war nur das Oberflächlichste von allen. Ich würde mal sagen, jetzt sind wir nämlich wieder hier am Anfang. Ich würde nämlich sagen, wir beenden es hier. Und ihr schreibt fleißig in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he Ja, had ja. simply missed a memo. Genau, vielleicht habe ich das wirklich gemacht. Ich glaube, es gibt auch irgendwie hier ein kleines Easter Egg, oder? Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Hier war noch irgendwie ein Easter Egg, glaube ich, oder? Wenn du dann... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers.
Ich glaube, wenn man hier oft genug betätigt und irgendwo noch anders hingeht und das auch betätigt, kommt ein kleines Easter Egg oder so. Aber jedenfalls... Lol. Jetzt habe ich den PC ausgeschalten. Das hier? Nein. Wie gesagt. Schreibt es fleißig in die Kommentare, das mache ich dann in der nächsten Folge. Wird auch nur ein kleines Projekt für zwischendurch. Ich finde, das ist halt ein extrem witziges Spiel und ich liebe so Brainfuck-Spiele. Also man hat ja praktisch immer wieder die Möglichkeit, hier durchzugehen und andere Enden freizuschalten. Und ja, ich würde sagen, lasst es fleißig in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen, freue mich schon auf die nächste Folge. Ihr hoffentlich auch. Könnt natürlich ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen und schönen Tag noch. Love